Hi, heute zeige ich dir, wie ich meinen TMC 2208 UART-Treiber richtig konfiguriert habe und die VREF eingestellt habe. Mir ist vor einiger Zeit von meinem Creality Ender 4 das MOSFET für die Nosel durchgebrannt, als ich gerade am Drucken dieser Gesichtsschutzteile, Face Shields, darf man das sagen, war. Und es kam mir nicht ganz unrecht. Ich wollte ein neues Board haben, denn ich wollte auf Dual Extrusion aufrüsten und da ein bisschen rumspielen. Habe mir also ein SKR 1.4 Turbo gekauft und habe das in meinen Creality Ender eingebaut. Das Resultat war, die Motoren wurden abartig heiß. Wirklich super heiß. 65, 70 Grad an der Oberfläche. Nun, da mein Ender früher da hinten in diesem geschlossenen Bauraum stand, mittlerweile ist er ja da drüben, man sieht hier leider nur die PTFE-Schläuche, ich mir dann einfach schnell ein paar Lüfter drunter gedruckt, dran geschraubt und das Problem war temporär erledigt. Mit dem kleinen Nachteil, das Ding war nun noch lauter. Das war also keine Lösung. Und sind wir mal ganz ehrlich, das war Knauf. Also das war wirklich gebastelt auf höchstem Niveau und das konnte auf Dauer natürlich nicht so bleiben, auch wenn die Oberflächentemperatur dann am Stepper-Motor bei 40 Grad lag. Auf Dauer ist das natürlich nichts. Ich habe mich also ein bisschen in das Thema TMC 2208 UART eingelesen und die unterschiedlichsten Informationen gefunden. Der eine sagte, Strom runterdrehen, der nächste sagte, ein bisschen mal in Software konfigurieren. Ich habe im Strom angefangen, habe die Dinger einfach mal auf 0,6 runtergedreht, also 0,6 Volt runtergedreht, mit dem Ergebnis, dass die Dinger noch schneller heißer wurden. Also auch das war keine Lösung, das hat also nicht funktioniert. Ich habe sie dann wieder zurückgedreht auf die vorgegebenen 1,1 Volt und habe sie erstmal darauf gelassen und fing dann an, mich ein bisschen weiter einzulesen und mir das ganze Thema mal mit Marlin anzuschauen. Ich habe dann eine Zeit lang hin und her probiert und habe dann zum Schluss festgestellt, dass für mein Setting hier 1,2 Volt das Optimale war. Die Einstellungen in der Marlin-Firmware werde ich euch später noch zeigen. Aber jetzt kommen wir erstmal dazu, wie man überhaupt diese UART-Treiber korrekt einstellt. Denn aus meiner Sicht, und so hat es dann für mich persönlich auch funktioniert, ist weder die Lösung, die Potties am UART-Chip bzw. am Stepper-Treiber direkt zu verstellen, eine Lösung, noch ist es eine Lösung, über die Marlin-Firmware das Ganze einzustellen. Meine Lösung war, beides zu nutzen. Und somit habe ich das Problem dann endgültig in den Griff bekommen. Und jetzt zeige ich euch mal die Einstellung der VREF-Spannung direkt am Treiber. Bevor ihr startet, prüft als allererstes, wo auf eurem Stepper-Treiber GND steht. Also zumindest mal steht es auf meinem TMC 2208 drauf. Denn genau dort bekommt ihr Ground und Ground benötigt ihr, um dies halt abzugreifen. Auf dem Potty bekommt ihr Plus und habt somit ja, einen geschlossenen Stromkreis, um zu messen, wie stark die VREF-Spannung derzeit eingestellt ist. Ganz, ganz wichtig, nicht verrutschen, es ist eine ruhige Hand gefragt. Wenn ihr verrutschen solltet beim Messen, kann es euch passieren, dass, wenn ihr auf einen anderen Kontakt kommt, euch der Stepper-Treiber abfackelt oder im schlimmsten Fall sogar das Mainboard. Also hier muss man wirklich mit aller Ruhe dran gehen. Wie ihr seht, verwende ich hier ein handelsübliches kleines Messgerät, um die Spannung zu messen. Habe mit einer Krokodilklemme einfach die Anschraubenzieher dran geklemmt. Damit werde ich dann auf den Pluspol gehen, halte den Minuspol auf Ground,
und bekomme hier eine Spannung. Ich habe die vorhin schon ein bisschen verstellt, sodass ihr das seht. Mit dem Uhrzeigersinn wird die Spannung geringer und entgegengesetzt des Uhrzeigersinns erhöht man die Spannung. Ich pegel das jetzt wieder auf meine ungefähr 1,2 Volt ein. Zeige euch das mal noch an dem nächsten Stepper. Ja, ihr seht, da sind es ungefähr 1,2 Volt. Da hinten komme ich jetzt nicht dran, müsste ich das Messgerät wegschubsen. Und da vorne 1,15, aber das da noch mal ein klein bisschen einpegeln. Das war's schon. Mehr ist es nicht. So, und jetzt werden wir die Stromstärke, also die Milliampere, per G-Code übers Terminal konfigurieren. Als erstes nutze ich den Code M906 im Terminal, schicke den ab. Erhalte dann meine aktuelle Spannung, die ich auf den Stepper-Treibern habe. Für X habe ich 400, für Y 300, für E 600 und für mein zweites E ebenfalls 600. Und möchte nun diese Einstellung korrigieren. M906, sagen wir, ich ändere jetzt X und stelle X auf 500 und rufe mit M906 das Ganze nochmal ab. Und ihr seht, ich habe hier die 500 drin. Wenn ich das Ganze nun speichern möchte, kann ich das mit M500 tun und ihr seht, Echo Stored. Also die Einstellungen sind jetzt auf dem Drucker gespeichert und somit, ja, ich sag mal, rebootfest. Wenn ihr den Drucker ausschaltet, wieder einschaltet, sind diese Einstellungen noch drin. Diese Prozedur führt ihr jetzt so lange durch, und zwar idealerweise von oben nach unten, ausgehend von den Einstellungen, die ihr jetzt habt, bis entweder die Druckqualität abnimmt, das heißt, ihr seht dann ein Ringing oder ungleiche Bahnen, oder es zu Stepverlusten kommt. Stepverluste seht ihr oder hört ihr in dem Fall am besten am Extruder. Bei mir kam das relativ schnell. Ich habe also meine Spannung auf dem Extruder deutlich höher stehen, habt ihr ja auch eben gesehen, wie zum Beispiel auf meiner X, Y und Z-Achse. Das ist aber bei jedem Drucker anders. Ein Drucker, der ein großes Druckbett zu bewegen hat, oder eben beim Core XY, der eben das Druckbett von oben nach unten bewegen muss, kann das durchaus sein, ja, bei einem großen Druckbett, dass auch hier der Stepverlust deutlich früher eintritt, wie zum Beispiel bei X und Y. Damit muss man spielen. Also wie gesagt, einfach runterdrehen, drucken, ausprobieren. Und wenn es zu den ersten Anzeichen kommt, dass ihr jetzt eine Grenze erreicht habt, dann geht ihr eben nochmal einen Schritt zurück und habt somit den idealen Wert gefunden. Als letzten Schritt habe ich mir die Malen-Firmware geschnappt, gehe dort in den Ordner Configuration-Advanced.h und suche dort nach dem Suchbegriff Trinamik. Wichtig, groß geschrieben. Und hier seht ihr meine aktuellen Spannungen, die ich auf X, Y und Z habe. Ich habe diese Einstellung direkt in die Configuration_Advanced H eingetragen. Einfach deshalb, dass ich beim nächsten Kompilieren diese Einstellung direkt drin habe in meiner Firmware, es nicht nochmal manuell übers Terminal einstellen muss. Wenn es ganz dumm läuft, weiß ich die Daten vielleicht nicht mehr auswendig, es wären weg und ich muss wieder anfangen einzupegeln. Das möchte ich mir gerne sparen. Also trage ich sie ein, speichere es ab und habe für die Zukunft Ruhe. Wenn ihr nun sehen möchtet, was temperaturseitig passiert ist durch die Einstellungen, ich nutze hierzu ganz gerne so ein Infrarotthermometer. Halte das an den Stepper-Motor immer an die gleiche Stelle, messe meine Temperatur, führe Veränderungen durch, lasse den Drucker wieder laufen, messe wieder.
und das Ganze immer und immer wieder, bis ich dann einen Punkt habe, der mir gefällt. Idealerweise habt ihr vielleicht vorher auch schon längeren Druck gemacht, sodass der Motor wirklich, sag mal, 1, 2, 3 Stunden, vielleicht auch 4 Stunden gedruckt hat, dass er eine ordentliche Temperatur hat, ihr das dann misst und später den gleichen Druck noch einmal durchführt und dann wieder nach dem gleichen Zeitraum ein Messergebnis abrufen könnt. Dann seht ihr nämlich direkt im Vergleich, wie viel hat euch das auf der Temperaturseite gebracht, ohne einen Qualitätseinbußen zu haben. Eine optimale Lösung, relativ schnell erledigt, ist ein bisschen Spielerei, aber nichts, was man nicht innerhalb vom Nachmittag schaffen könnte. Wie immer bei meinen Tutorial-Videos gilt, nachmachen auf eigene Gefahr und auf dein eigenes Risiko. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Und wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, vergesst nicht das Abo. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Drucken. Ciao! Die VREF richtig eingestellt habe. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Zuschauen. Es hat mich gefreut, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Machen auf eigene Gefahr, auf dein eigenes Risiko.